Good morning and a beautiful good morning to you. Guten Morgen und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. So yesterday we talked how Christians are not supposed to settle their matters in a worldly court. Gestern haben wir darüber geredet, dass Christen ihre Angelegenheiten nicht vor einem weltlichen Gericht klären sollen. He says it's better to settle it among the Christians themselves. Paulus sagt, es ist besser, sie unter den Christen selbst zu regeln. Look, Schau mal, didn't Jesus say the exact same thing? hat Jesus nicht genau das Gleiche gesagt? I would have to look it up where it is. I don't know. Ich müsste nachschauen, wo es steht. Ich weiß es nicht. I think it's Matthew 18, Ich denke, es steht in Matthäus 18. but I'm not really sure. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher. But Jesus said this, if your brother sins against you, Jesus sagte, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, he said the same thing as if you settle it among yourself. Take one or two brothers with you. er sagte genau dasselbe, so regelt es unter euch selbst, nehmt einen oder zwei Brüder mit. Jesus never said, if your brother sins against you, take him to court. Jesus hat nie gesagt, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, bring ihn vors Gericht. That's not what he said. Das hat er nicht gesagt. He said, you take a couple of people with you, brothers, and you guys settle it. Er sagte, nehmt ein oder zwei Brüder mit und klärt es unter euch. And then Jesus told us Dann sagte Jesus, that if you can't get it settled, well, then go to court. You have a right to do that. wenn ihr die Sache nicht regeln könnt, dann geht vors Gericht. Das ist euer Recht. He didn't say that. Das hat er nicht gesagt. He said, if then you can settle it, bring the matter to the whole church, to the community of Christians. Er sagte, wenn ihr es nicht regeln könnt, dann bringt die Sache vor die ganze Gemeinde, vor die Gemeinschaft der Christen. And then he said, Dann sagte er, if this person absolutely refuses to listen, wenn diese Person sich absolut weigert, darauf zu hören, he said, then you have to do what Paul told them here. Move them outside of the community of Christians. er sagte, sie müssten dann dasselbe tun, was auch Paulus hier den Korinthern schreibt, nämlich sie aus der Gemeinschaft der Christen ausschließen. So look what he's saying. Schau also, was er sagt. He's saying that the Christians among themselves are supposed to settle the legal matters. Er sagt, die Christen sollten die rechtlichen Angelegenheiten unter sich regeln. Do you know? Hör mal. One day, Debbie and me came home from a trip. Eines Tages kamen Debbie und ich von einer Reise nach Hause. And you know, in our house, a bunch of Christians live together. Du weißt ja, dass in unserem Haus ein Haufen Christen zusammenleben. And when we came home, we find out there was a fight that they did not settle while we were gone. Als wir nach Hause kamen, fanden wir heraus, dass es einen Streit während unserer Abwesenheit gab, den sie nicht beigelegt hatten. There was unrighteousness amongst them. Can you imagine that? Es herrschte Ungerechtigkeit unter ihnen. Kannst du dir das vorstellen? In my house, all perfect, beautiful saints. In meinem Haus. Alles perfekte, wundervolle Heilige. Immediately, here is what we did. Wir haben umgehend Folgendes getan. Debbie and me got all of the parties involved together. Debbie und ich brachten alle beteiligten Parteien zusammen. And we told them we want to hear everything that went on. Wir sagten ihnen, dass wir alles hören wollen, was vorgefallen ist. Well, a couple of them didn't really want to talk. Einige von ihnen wollten nicht wirklich reden. But we insisted. We said, this will be resolved here at this house. Aber wir bestanden darauf. Wir sagten, dass wir das hier in diesem Haus klären werden. And we're going to do it the biblical way. Und zwar auf biblische Art und Weise. So in the beginning, there was talking and then a lot of self-justifying. Am Anfang wurde also gesprochen und es gab eine Menge Selbstrechtfertigungen. You know, everybody believed they were right. Jeder glaubte, dass er im Recht sei. So Debbie and me showed them that the right way is the way of love. Debbie und ich haben ihnen dann gezeigt, dass der richtige Weg der Weg der Liebe ist. The right way is the way of restoration and reconciliation. Der richtige Weg ist der Weg der Wiederherstellung, der Versöhnung. That's the right way. Das ist der richtige Weg. Do you know what? In the end of, I don't know how long we needed, Am Ende, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, there was tears, there was honest and true repentance, gab es Tränen, es gab ehrliche und wahre Reue, there was love, there was care, there were hugs, es gab Liebe, es gab Fürsorge, es gab Umarmungen. and everything was beautifully settled among us, the Christian community. Alles wurde wunderbar unter uns, der christlichen Gemeinschaft, geregelt. So why is Paul so determined that the legal matters among Christians
need to be settled among them. Warum ist Paulus also so entschlossen, dass die rechtlichen Angelegenheiten der Christen unter ihnen selbst geregelt werden sollen? Look at verse 2. Schau dir Vers 2 an. Don't you realize that we, the holy ones, will judge the universe? Erkennt ihr denn nicht, dass wir, die Heiligen, das Universum richten werden? That's quite an interesting statement. Das ist eine sehr interessante Aussage. If we, the holy ones, will judge the universe, Wenn wir, die Heiligen, das Universum richten werden, you know, the Greek word, some people say we will judge the world, einige Leute sagen, wir werden die Welt richten. but actually the Greek word here is cosmos. Aber eigentlich heißt das griechische Wort hier Kosmos. So cosmos is the universe, so the Passion translated it better. Kosmos ist also das Universum. Die Passion hat es besser übersetzt. Now look, Schau. how are we going to judge the universe if we can judge a dispute among each other? Wie sollen wir das Universum richten, wenn wir einen Streit unter uns nicht schlichten können? And that's exactly what Paul is trying to convince them of. Genau davon versucht Paulus, sie zu überzeugen. Guys, if you have been called by God one day to judge the universe, Leute, wenn ihr von Gott dazu berufen wurdet, eines Tages das Universum zu richten, then you better start to practice now to make sound judgments. dann fangt besser jetzt schon an zu üben, um gute Urteile zu fällen. Look how he continues. Schau, wie er fortfährt. If the unbelieving world is under your jurisdiction, Wenn die ungläubige Welt unter eurer Gerichtsbarkeit steht, you should be fully competent to settle these trivial lawsuits among yourselves. solltet ihr durchaus in der Lage sein, diese unbedeutenden Rechtsstreitigkeiten untereinander zu schlichten. I love how clearly Paul understood spiritual matters. Ich finde es toll, wie klar Paulus geistliche Dinge versteht. And I love how beautifully he expressed it. Und ich finde es toll, wie schön er das ausdrückt. So, in other words, he said something like this. In anderen Worten sagte er also sowas wie: Guys, you are going to have to judge the universe. That's the task that God has given you. Leute, ihr werdet das Universum richten müssen. Das ist die Aufgabe, die Gott euch gegeben hat. So you better start practicing now to make sound judgments. Also fangt besser jetzt an zu üben, um gute Urteile zu fällen. Paul literally said you should be fully competent to settle these trivial lawsuits among yourselves. Paulus sagt buchstäblich, ihr solltet voll und ganz in der Lage sein, diese unbedeutenden Rechtsstreitigkeiten unter euch zu regeln. I like that he says trivial lawsuits. Mir gefällt, dass er unbedeutende Rechtsstreitigkeiten sagt. Do you know why he says that? Weißt du, warum er das sagt? Because in comparison to judge the whole universe, our little problem are very trivial. Weil unsere kleinen Probleme im Vergleich zur Beurteilung des gesamten Universums sehr unbedeutend sind. Somebody stealing me 7,000 euros is trivial compared to I have to judge the matters of the universe. Wenn mir jemand 7.000 Euro stiehlt, ist das unbedeutend im Vergleich dazu, dass wir über die Angelegenheiten des Universums richten werden. So doesn't it show you again how we as a church have not even learned to live the way we're supposed to live? Das zeigt uns doch, dass wir als Gemeinde noch nicht einmal gelernt haben, so zu leben, wie wir leben sollten. Let's learn to be the true church of Jesus Christ. Lasst uns lernen, die wahre Gemeinde von Jesus Christus zu sein. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.